Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den NZZ X.Days 2017, in denen es darum geht, den CEOs alle möglichen Hilfestellungen zu geben, dabei, wie sie ihr Unternehmen in die digitale Zukunft tragen. Wir haben hier viele Referenten, die dabei helfen können, damit wir davon lernen können, was diejenigen, die digital die Nase vorne haben, wirklich schaffen. Naja, weil der Job als CEO wird zunehmend schwierig, weil wir einer zunehmenden Beschleunigung ausgesetzt sind. Wie kann ich als CEO die Veränderungen, die wir brauchen, vorantreiben? I just want you to keep that in mind as you go through the X.Days event. You're going to see and hear things that may seem preposterous. Because things just keep progressing in a fairly predictable path. What's hard is believing it. In the end, digital transformation in the enterprise is about people. If you put together the process and the incentives in the right way, the people will follow. But it has to be baked into the core business of your organization. Wir müssen die Leute, unsere Mitarbeitenden, aber auch unsere Kunden mitnehmen. Die Kunden sind nämlich ähnlich wie unsere Mitarbeiter, manchmal digital, manchmal physisch, und das ist die Schweizerische Post. Ja, grundsätzlich sind wir natürlich unterwegs in dieser Digitalisierung. Wir sind mit Health unterwegs, wir sind im Energy-Bereich, wir machen Advertising. Also wir sind in vielen Bereichen tätig, um hier wieder neue Businessmodelle aufzusetzen, die neuen Umsatz, neuen Wert für Kunden generieren können. Cognitive Computing. Dabei geht es eigentlich darum, aus sehr vielen Daten, sehr vielen unstrukturierten Daten, intelligent Schlussfolgerungen abzuleiten und daraus auch noch weitergehend zu lernen. Bei uns ist die große Challenge, die Integration zu schaffen weltweit, was wir mit einer cloud-basierten Lösung zusammen mit Microsoft nun umsetzen. Und das Zweite ist, dass wir dann mit diesen Daten Kundennutzen generieren. Yeah, come on. As a design team, as a company, we're trying to get people to love our products, love our experience. Because when they love our products, love our experience, people will pay extra for that product. People become champions for your brand. And then once people become champions for your brand, in a viral world, in a social world, that builds equity far beyond doing advertising. Hat mir gut gefallen. Vor allem morgen haben wir angefangen in den Workshops. Jetzt werden Sie erfahren, um was es bei Industrie 4.0 geht. Digitalisierung aus Endkundensicht für einen Lösungsstrang findet firmenübergreifend statt. Die Technologie IoT ist einfach ein Enabler. Vor allen Dingen die junge Dame, das war absolut genial. Spielerisch lernen und das ist genau der richtige Weg. Weil es mal eine neue Perspektive aufzeigt, verbindet Illustration und Computing. The way I would explain nowadays what a computer is and what a human is that computers are binary. Computers can be ones or zeros, on or off. They can be only one thing or the other. But as humans, we contain multitudes. We can be many things at the same time. We can be crafters and coders, programmers and poets. And I think that's the best roadmap we have for the future. Was immer wieder rausgekommen ist, dass es eigentlich um die Menschen geht. Der Kunde im Zentrum und auch in der digitalen Welt wird auf eine Art der Mensch hoffentlich im Zentrum bleiben. Peter Fisk, muss ich sagen, hammermäßig, super gute Ideen und man ist unglaublich inspiriert. Have you had a good day? Yes, fantastic. So we're going to talk about how you can change the game. So don't just think about what you're going to do next year, evolving your business. Think about how can you shape your future marketplace and then start making it happen next year, and then the next bit, then the next bit. So think about ideas that spread. Think about networks which really multiply those ideas together, and think about what is the DNA of you as a company. Digitalisierung, das haben wir heute gesehen, das bedeutet Weitsicht mit Zuversicht. Ja? Und das heißt eigentlich, dass wir zuversichtlich sein müssen, dass das Undenkbare sehr bald Realität ist. Und wichtig ist, dass wir daran glauben, und nur dann können wir auch diese radikalen Veränderungen, die überall stattfinden werden, mit unseren Unternehmen mitgestalten und weiterführen. Be bold, be brave and be brilliant. Thank you very much. Den ersten Tag habe ich sehr, sehr spannend gefunden, inspirierend natürlich, sehr dynamisch und sehr zukunftsorientiert.
so wie es halt eben sollte sein. Ich muss sagen, es ist sehr spannend, gute Unterhaltungen, spannende Leute, ja. Ja, zum Netzwerken ist es super. Nordisch, fein. I'm from Norway, but I live in Silicon Valley. And being here and having Nordic food and mixing in with people here and being in this fantastic place of Interlaken, I want to come back. And this is absolutely amazing. We try to build innovation bridges between the Nordics and the Baltics and Silicon Valley. EdTech enables new ways of moving and provides platforms and technology that gives students options in how to move, what they want to do, and how to find their path and learn. It's often said that in our schools and universities, we are training students for jobs that don't yet exist. But it's incumbent upon both our educational institutions and our workplaces, where we need to grow a culture of agility and adaptation. We are all lifelong learners now and must form our organizations to support this new reality. We're going to look a little bit at the dark side today. I, as a hacker, I need to find only one way into your company. You, as a defender, you need to protect against every way in. Understand that it behooves your organization to have people that have this hacker mindset, that try to think about how would you break into this company? Because if you do, you will have a safer place. And so how do we connect them to the agile players in the underground? How do we do culture hacking at a different level? And I think a lot of the source of that inspiration is going to come from more open approaches to intellectual property and copycat types of behavior, as well as unleashing this hustler instinct of not hiring people for a desk job, but really hiring people that have an enormous tolerance for risk and ambiguity and can bring frugal thinking into the four walls of any organization. We have to think of new ways of providing professional service, which requires new people, new skills. The details aren't relevant. What is relevant is many of these jobs will be unknown to you, but these are the people who will be developing the systems that will be sorting out the problems for which the professions were the only solution in the past. It's a thought by Alan Kay, a Silicon Valley guru, who says the best way to predict the future is to invent it. The courage to experiment, and it's a mindset. It has nothing to do with technology. What kind of day after tomorrow technologies could disturb your business models, but more important, how can you change your mindset? Technology is wonderful, but it's about culture, it's about risk, it's about strategy, it's about ambition. I hope that you learn how to experiment. Lernen Sie, Veränderungen zu lieben, bleiben Sie hungrig. Und eines der wichtigsten Takeaways, die ich sehe von heute, ist, dass Sie alle dafür sorgen müssen, dass dieses Wissen, was Sie hier mitbekommen, diese Dinge, die Sie hier lernen, dass das auch in Ihren Unternehmen geschieht, dass Ihre Mitarbeitenden und Ihre Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten, diesen Punkt mitbekommen. Und schreiben Sie noch heute das Stelleninserat für Ihren Chief Digital Officer. Sie werden ihn brauchen, glauben Sie. Heute hatten wir wirklich super Speaker, sehr cool. Ein bisschen ängstigend, ich muss mich ein bisschen reinventen jetzt für die Zukunft. Aus dieser Energie heraus auch wieder viel Kraft schöpfen und Mut weiterzumachen. I think it's been a great time. I've really enjoyed being here. It's been great to meet so many people from such a diverse world as well. You know, the highest bandwidth communication we can have is face-to-face. We have to live in the world, not just read about it on our screens. When you come to physical events, when you make unusual connections, that's when magic happens. Wir glauben an analoge Konferenzen und an die Beziehungen und die Begegnungen in Echtzeit. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 21. und 22. März 2018. Gute Heimkehr, auf Wiedersehen.